Ja, liebe Freunde, jetzt stehen wir hier vor der Tafel. Der liebe Jörg sagt uns jetzt nochmal, wie das funktioniert. Genau. Es funktioniert wie folgt. Wir haben je nach Rennklasse ein Einflugfenster, in dem ich starten kann. Also hier kann der Pilot beispielsweise um 1 Uhr in das Dreieck einfliegen und der Letzte in der Gruppe darf um 10 nach 1 einfliegen. Die Größe des Fensters richtet sich dann nach dem Teilnehmerfeld. Es muss einfach genügend Zeit bleiben, dass die Piloten wirklich alle die Chance haben, regelkonform oben einzufliegen. Regelkonform bedeutet keine 2 Sekunden davor und keine 2 Sekunden danach. Richtig, er kann zwar vorher starten und sich oben postieren, aber das Überqueren der Startziellinie ist ihm erst erlaubt, gültig in dem Fall ab 1 Uhr und spätestens um 10 nach 1 muss er drüber gewesen sein. So, jetzt wenn ich als Laie mir das einfach mal vorstelle, okay, ich bin jetzt auf 700 Meter und die Anflughöhe ist? 500 Meter. Ja, und ich gebe jetzt Vollgas und fliege genau Punkt durch. Ist das dann okay? Wenn er 120 km/h schnell war, ist es in Ordnung, denn da ist das Limit. Ja, okay, darauf ging es raus. Also es ist so, man muss gleich und tiefer 500 Meter rein. Genau, ich muss auf 500 Meter maximal einfliegen und darf dabei nicht schneller sein als 120 Kilometer pro Stunde. Und dann wird das als gültiger Start ohne Penalty gewertet. Okay. Die Penalties, wie werden die gehalten? Die Penalty richtet sich eben danach, wie hoch er dann darüber gewesen ist. Und dann rechnet das System die Penalty individuell für diese Strafe. Ah, okay. Also jetzt haben wir hier Glider Race SLS, das ist die selbststartende Self-Launch. Das sind ja die Self-Launching Systems, ja, Klapptriebwerk oder Frontmotor. Und hier auf der anderen Seite haben wir? Da haben wir dann die Glider Race Klasse 1:3, also die Modelle, die mit dem F-Schlepp hochgezogen werden und maximalen Maßstab von 1:3 als Nachbau haben. Ja, fantastisch. Und da haben wir Local Time, so kann da jeder gucken, aha, gleich bin ich dran. Ja, hier in dem Fall gilt als die Local Time als Orientierung für die Piloten. Letztlich gültig ist die Zeit im GPS-System. Ja, okay, perfekt. Jetzt steht hier A. Was bedeutet das? Ja, wir starten hier in dem großen Teilnehmerfeld in 3 Einzelgruppen, maximal 15 Piloten. Das gibt also ein maximales Starterfeld von 45 Piloten, was wir hier auf der WM auch hatten. Das bedeutet, hier haben wir Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C. Das heißt, dass diejenigen, die jetzt um Glider SLS machen, um 13 Uhr reinkommen, also quasi in 10 Minuten, und dann ist das die Gruppe A. Richtig, da fliegt die Gruppe A und dann hat diese halbe Stunde Rahmenzeit, in dem sie anschließend gegeneinander fliegen. Ja. Danach, kurz in einer engen Taktung, geht dann die Gruppe B an den Start, dann die Gruppe C. Jeder kann maximal in der Gruppe 1000 Punkte erreichen und dadurch sind wir wieder vergleichbar untereinander. Perfekt. Nochmal lieben Dank. Ja? Und Modellfliegen ist? Spitze. Hast du recht.